Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Ich möchte euch ganz kurz heute zeigen, wie man solche schönen Anzeigen machen kann. Sehr einfach, mit Farbverlauf, mit wenigen Zeilen, Quellcode und ja, fangen wir mal an. Also als erstes muss man sagen, diese Geschichten, das sind Images. Also die gehören zur Unity UI. Zwingend erforderlich ist, dass sie in einem Canvas sind. Wenn man die erzeugt, hier oben mit GameObject, UI und dann Image, dann wird auch automatisch, falls noch keins da sein sollte, ein Canvas eingefügt. Jetzt schauen wir uns erstmal hier diesen ersten Balken an. Das ist der hier. Und hier ist das Helfbar-Skript, was ich dann gleich noch kurz vorstelle, den Quelltext. Erstmal schauen wir uns hier mal an, welche Felder, welche Properties es hier gibt. Einmal Colors, das ist ein Farbverlauf. Wenn man den öffnet, dann bekommt man hier so eine Gradient-Box, in der man Einstellungen vornehmen kann. Also hier ist dann die Startfarbe, hier ist die Endfarbe, hier oben ist Alpha. Also wenn man das hier runternimmt, wird es halt durchsichtig, ne, ist klar. Und hier kann man halt einen Verlauf machen. Und diesen Verlauf, den nutzen wir nachher für die jeweilige Farbe zum jeweiligen Zeitpunkt. Ja? Also grün ist, wenn die volle Anzeige des Balkens ist, und dann wird immer die Farbe genommen, die gerade der aktuelle Stand ist. So bekommt man es hin, dass so ein Balken hier einen Farbverlauf macht und nicht in Stufen geht. Wenn man dann doch Stufen haben will, dann kann man das ganz einfach machen, indem man hier das Blend umstellt in Fixed, und jetzt hat man hier feste Farbstufen. Ich nehme das jetzt wieder zurück und gehe mal raus. Das ist das erste. So bekommt man dann später einen Farbverlauf. Wir müssen halt in dem Gradient schauen, welche Farbe zum jeweiligen Zeitpunkt gerade diejenige welche ist. Dann haben wir hier noch zwei Werte, den Max Value und Min Value. Also das ist der Wertebereich, den unsere Anzeige hat. Also hier wäre dann 0 und hier wäre 1 bzw. 100 und 0, je nachdem, was hier eingestellt ist. Je nachdem, was man dann eben diesem Skript übergeben will an Werten. Wenn man jetzt zwischen 0 und 1 irgendwas hat, dann macht man das halt zwischen 0 und 1, ansonsten eben den Höchstwert, den man hat, also den man zur Anzeige bringen will. Gut, dann gehen wir mal in das Skript. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Erstmal sind natürlich hier die drei Felder, die wir gerade schon gesehen haben. Also Colors als Gradient, nicht als Color. Und dann Max Value und Min Value als Float. Hier wird die Referenz auf das Image geholt und der Variable Image Bar Image zugewiesen. Und dann ist hier halt die Methode, die aufgerufen wird, um den jeweiligen Stand anzeigen zu lassen. Als erstes wird der Wert, der kommt, in einem Bereich von 0 bis 1 gebracht. Bei diesem Bereich brauchen wir für Fill Amount, also die Variable von Bar Image, also vom Image.FillAmount. Was FillAmount ist, zeige ich jetzt noch ganz kurz. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück in Unity. Und zwar haben wir hier das Image, also zum Beispiel dieses Image, ja, das ist jetzt das Image, die Komponente für das Image. Und da gibt es hier bei Image die Möglichkeit Fill, Standard ist Simple. Dann hat man hier die Möglichkeit zu sagen, wie viel, also ob 100% oder nur ein Teil gezeichnet werden sollen. Also wenn ich das jetzt hier runternehme, sieht man hier links, der weiße Balken wird weniger. Ja? 100%, jetzt sind es 49%, 0%. Und ihr seht ja hier, dass das zwischen 1 und 0 ist. Und deswegen muss ich hier in der Methode gucken, dass das, was hier reinkommt, umgerechnet wird auf einen Wert zwischen 1 und 0. Und das macht die Methode InverseLerp von Math, von der Unity Mathematikklasse, für uns ganz einfach. Wir geben also an, was ist unser minimaler Wert, was ist unser maximaler Wert, und dann geben wir einen Wert rein, und das wird dann so umgerechnet,
dass hier ein Wert zwischen 1 und 0 rauskommt. So, im nächsten Schritt müssen wir die Farbe feststellen, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt aktuell ist. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier eine 0,5 oder eine 50 in unserem Fall. Wir haben hier Werte zwischen 0 und 100 angegeben. Also hier kommt jetzt eine 50 rein. Dann wird hier geguckt. Also müsste hier 0,5 bei Fill Amount dann rauskommen. Und hier wird mit Colors Evaluate geschaut, welcher Farbwert ist bei 0,5. Und das wäre dann, ich gehe zurück in Unity nochmal kurz, hier irgendwas in der Mitte, also genau in der Mitte dann in dem Fall sogar. Das wäre also so ein Orangeton. Jetzt kriegen wir ja also den Farbwert, wenn wir jetzt 0,5 hätten, hier in dem Fall, hier also hier bei Fill Amount 0,5, dann würden wir hier die Farbe genau in der Mitte von diesem Verlauf bekommen. Und die Farbe geben wir einfach weiter ans Image.color und dann geben wir den Fill Amount an Bar Image, also an Image Fill Amount. Und das war's. Mehr ist es nicht. Eine ganz einfache Geschichte, aber man kann tolle Sachen machen. Also ich mache nochmal kurz an, dass man nochmal sieht, was es alles so gibt. Also man kann hier angeben die Methode, also horizontal, vertikal, 90 Grad, 180, 360. Und dann kann man angeben von rechts, links oder rechts, also von links nach rechts oder rechts nach links, wie das ausgefüllt werden soll. Wenn ich das also jetzt hier umstelle für diesen Balken auf White, dann heißt es, dass der genau andersrum ausgefüllt wird. Das Ganze geht natürlich auch für die anderen Sachen. Ich nehme mal jetzt hier das Herz. Das ist jetzt hier das Herz. Und jetzt könnte ich sagen, ich will das nicht von links nach rechts hier gezeichnet, sondern ich möchte, dass das radial 180 und dann wird das so ausgefüllt. Also da kann man ganz einfach mit ein paar wenigen Zeilen tolle Anzeigen machen. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hat euch was gebracht. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr abonniert. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.